Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaijuverse. Bei uns kommt es auf die Größe an. 1954 erschien mit Godzilla der erste Film des Kaiju-Eger. Es folgten viele weitere Produktionen, in denen nicht nur Kaiju vorkamen, sondern es wurden auch Science-Fiction-Geschichten wie Kampf im Weltenraum und Gorath gedreht. 1965 erschuf Ishiro Honda Frankenstein, der Schrecken mit dem Affengesicht. In diesem Film griffen die Japaner tatsächlich den Mythos von Frankenstein auf. Der Film beginnt 1945 in Deutschland und es wird ausdrucksstark gezeigt, dass sich die Front immer weiter nach Deutschland bewegt. Die Nazis wissen offenbar von den Forschungen des Dr. Liesendorf. Sie dringen in sein Labor ein und entwenden eine mysteriöse Kiste. Der nahenden Kapitulation bewusst transportieren die Deutschen die Kiste in ein U-Boot, das Ziel ist der Indische Ozean und dort soll ein japanisches U-Boot auf die Deutschen warten. An Bord des japanischen U-Boots wird wild spekuliert, warum sie sich mit den Deutschen treffen sollen. Schließlich wird die Kiste den japanischen Truppen übergeben und das deutsche U-Boot wird kurz danach von gegnerischen Bombern versenkt. Die Kiste wird nach Hiroshima gebracht, wo sie untersucht werden soll. In der Kiste befindet sich das Herz von Frankensteins Kreatur. Die Wissenschaftler wollen mit ihm herausfinden, ob sich Zellen regenerieren können und somit Menschenleben retten. Ich verstehe. Doch worin liegt die medizinische Bedeutung? Zu erforschen, ob man menschliche Körperteile nachbilden und wachsen lassen kann. Sie belieben zu scherzen. Dazu kommt es jedoch nicht, denn es ist der 6. August 1945. Die Atombombe vernichtet Hiroshima und auch das Krankenhaus, wo sich das Herz befindet. 15 Jahre später wird im wiederaufgebauten Hiroshima ein merkwürdiger Junge gesichtet, der immer größer wird. Frankenstein ist aber ein friedliches Wesen, was das Team unter Dr. Bohn versucht, der Öffentlichkeit klarzumachen. Denn zur selben Zeit passieren unerklärliche Zerstörungen und Todesfälle. Das Team kommt zu dem Schluss, dass ein anderes Wesen dahinter stecken muss. Ihre Vermutung wird bald bestätigt und Frankenstein rettet das Team vor dem Kaiju Baragon. Die beiden liefern sich einen Kampf, in dem Frankenstein als Gewinner hervorgeht. Und plötzlich taucht aus dem nahegelegenen See ein riesiger Kraken auf und zieht Frankenstein in die dunklen Tiefen des Wassers. (1966) drehte erneut Ishiro Honda eine Quasi-Fortsetzung und brachte Frankenstein Zweikampf der Giganten in die Kinos. Dort versucht der harmlose braune Frankenstein, den menschenfressenden grünen Frankenstein aufzuhalten. Und wenn der Grüne ihn erledigt, was dann? Es gibt Parallelen zum Vorgänger, jedoch ist das nicht offiziell. Am 13.07.1967 kam Frankenstein der Schrecken mit dem Affengesicht in die deutschen Kinos. 1968 folgte Zweikampf der Giganten. Die beiden Filme liefen sehr erfolgreich in den hiesigen Kinos, was die Verleiher dazu bewegte, alle weiteren Filme mit japanischen Monstern den Namen Frankenstein einzubauen, obwohl Frankenstein nie in den weiteren Filmen auftauchte. In der Synchro der Filme wird auch immer wieder Frankenstein erwähnt. Das müssen Frankensteins Ungeheuer sein, die sich hier rumtreiben. Ja, los! Insgesamt 12 Filme wurden in den 60ern und 70ern mit dem Titel Frankenstein im Namen in die deutschen Kinos gebracht. Ab 2011 kamen noch unveröffentlichte Filme von Godzilla und Gamera nach Deutschland. Man orientierte sich wieder an den kultigen Frankenstein-Titeln von damals und präsentierte erneut dem Publikum Frankenstein-Versionen. Jetzt seht ihr alle Intros und Trailer, in denen der Titel Frankenstein vorkommt. Toho präsentiert Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah. Frankensteins Monster aus dem Eis. Gamera gegen Barugon. Frankensteins Urwalddrache erwacht. Frankensteins Monster erwacht. Gappa. Frankensteins fliegende Monster.
faszinierender Film, voller Fantasie, voller Spannung und Arbeit. Gamera gegen Viras. Frankensteins Weltraummonster greift an. Gamera gegen Guiron. Frankensteins Monsterkampf im Weltall. Es war Frankenstein.